Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bezüglich Investing Pro von investing.com. Heute soll es um die Pro Research Reports gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Robert. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Video auf dem Kanal von Nicola. Einmal hier und einmal Andreas. Mein Name ist Robert, ich bin bei investing.com tätig und wir hatten ja kürzlich erst die Serie gestartet, wo wir uns näher ein bisschen mit der Plattform oder mit unserer Plattform auseinandersetzen. Also einmal investing.com und dann auch die Premium-Version Investing Pro. Und das letzte Mal hatten wir uns ja schon mit der ProPix KI beschäftigt, also sprich diese 36 KI-gestützten Strategien, die monatlich neu ausgerichtet sind oder neu ausgerichtet werden, wo man dann auch letztendlich seine Aktienideen gegebenenfalls herholen könnte, je nachdem, ob es zu meinem Risikoprofil dann auch dementsprechend passt. Und ja, im heutigen Video schauen wir uns dann eine Funktion an, die ich persönlich sehr gern nutze, weil man ja aus diesen Berichten, also letztendlich sind es so zehnseitige PDF-Berichte, kann man sehr vieles auf einmal dann eben mitnehmen, ohne dass ich eine größere Recherche jetzt im Internet machen müsste, zumindest am Anfang nicht. Ne, vorausgesetzt natürlich auch, die Aktie ist dann dementsprechend in den Berichten dann auch oder stehen in den Berichten dann auch dementsprechend zur Verfügung. Das ist dann natürlich immer die Grundvoraussetzung. Ne? Aber alles der Reihe nach. Also hier sind wir wieder auf der Seite von investing.com. Das ist einmal die kostenlose Version. Das seht ihr, weil ihr hier letztendlich Werbung eben seht. Ne? Was soll ich jetzt großartig dazu sagen? Ich logge mich hier einmal ein. Ne? Das macht ihr hier oben über Anmelden. Dann kommt hier dieses Pop-up und dann klickt ihr auf Anmelden. So, und dann sind wir auch schon drin. Das erkennt ihr dann auch daran, sofern ihr dann zum Beispiel den Premium-Account schon habt. Dann habt ihr hier so ein goldenes P mit eurem Profilbild eben umrandet mit Gold. Und dann wisst ihr, okay, ihr habt die Premium-Version. Auch auf der kostenlosen Version gibt es etliches zu entdecken. Da hatten wir schon ein Video darüber gemacht im August. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal auf der Nicola ihrem Kanal dann näher anschauen, was es da für Funktionen so gibt. Aber heute soll es dann letztendlich um die sogenannten Pro Research Berichte gehen. Das sind zehnseitige PDF-Berichte, wo ihr ganz, ganz viele Informationen auf einmal letztendlich gebündelt seht. Ihr bekommt eine Executive Summary, die aktuell ist. Das ist immer ganz wichtig. Also sprich, was ist denn aktuell wirklich so los im Unternehmen? Und ihr bekommt auch Bull- und Bear-Cases. Ne? Natürlich nicht super ausführlich, aber es reicht, um dahingehend dann weitere Recherchen ja letztendlich auch anzustellen. Und ihr bekommt eine SWOT-Analyse noch oben drauf und ihr bekommt die wichtigsten Insights aus dem letzten Earnings Call. Alles in einem Bericht. Mit dem Bericht könnt ihr letztendlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt den runterladen, ihr könnt den für euer tägliches Research nutzen, wie ihr das letztendlich möchtet. Das ist ja auch für mich immer die größte Herausforderung, wenn ich dann letztendlich sage, okay, ich möchte mir eine Aktie eben genauer anschauen. Da muss ich mir die Informationen aus verschiedensten Quellen, die ich benötige, zusammensuchen und die muss ich dann letztendlich zusammensetzen und daraus dann auch eine Meinung eben bilden. Ne? Das ist, finde ich persönlich, immer so das Schwierigste. Und diese Aufgabe soll zumindest durch diese Pro-Research-Berichte erleichtert werden. Die stehen dann für 1400 US-Aktien zur Verfügung. Das ist die Downside hier. Aktuell nur für diese 1400 US-Aktien, können auch ein paar mehr sein, ne? Also jetzt nicht darauf festnageln. Für ausländische Aktien gibt es sie beispielsweise nicht. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, oder ich arbeite zumindest gerade daran, einen Case für einen polnischen Gaming-Hersteller zu machen. Und dann ist es natürlich so, da helfen mir diese Pro-Research-Berichte jetzt nicht, weil sie eben letztendlich ja,
nicht für polnische Werte oder noch nicht für polnische Werte zur Verfügung stehen. Und bei polnischen Werten ist es auch so, okay, da ist die Coverage nicht dementsprechend. Also ja, muss ich das dann halt letztendlich so machen, wie ich es früher immer gemacht habe. Du musst dir die ganzen Earnings Calls, nicht die Earnings Calls, die Earnings Releases eben dementsprechend genau anschauen, die Investor Relations Seite, und dann kannst du natürlich auch Investing Pro benutzen für Fair Value Berechnungen, Quality Checks, fundamentale Charts und so weiter und so fort. Gut, aber wo findet ihr jetzt letztendlich diese Pro-Research-Berichte? Da geht er jetzt zum Beispiel, also entweder ist es die Möglichkeit, ihr könnt es hier direkt auf investing.com finden, wenn ihr dann den Premium-Zugang habt, oder aber in Investing Pro. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wenn wir auf der normalen investing.com-Seite sind. Ich rufe jetzt hier einfach mal Nvidia auf. Und das ist ja das sozusagen das Cockpit hier auf investing.com zu Nvidia. Ne, und dann seht ihr schon hier gibt es einmal die Nvidia Pro Research Berichte. Also immer wenn ein Bericht zur Verfügung steht, dann seht ihr den direkt hier unter dem Firmennamen. Ne? Und da dann einfach draufklicken und dann öffnet sich hier der Bericht. Ne? Das jetzt als Beispiel. Jetzt schauen wir uns das mal noch an, wenn wir in Investing Pro selber sind. Ne? Jetzt sind wir ja auf der Plattform, ne, auf dieser Premium-Plattform. Und wenn wir hier oben Nvidia eingeben, dann kommen wir hier auch in diese Cockpit-Funktion rein. Und dann, wenn ein Bericht zur Verfügung steht, dann hängt er hier oben. Ne? Und da klicken wir jetzt dann einfach drauf. Und das ist ja, wie gesagt, der 10-seitige Bericht. Ihr seht hier eins, die erste von 10 Seiten. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir den Bericht mal Schritt für Schritt ein bisschen durch. Das Wichtigste ist immer, dass ihr schaut, okay, wann wurden denn die Informationen zuletzt aktualisiert? Also das ist immer sehr, sehr wichtig, insbesondere wenn jetzt das Unternehmen beispielsweise gerade erst die Earnings vorgelegt hat, dann müsst ihr schon gucken, dass das dann die aktuellen Zahlen auch dementsprechend sind. Also immer vergewissern, okay, wann wurde der Bericht zuletzt aktualisiert. Ne? Hier seht ihr jetzt ja, ein paar Schlüsselindikatoren zur Aktie selbst, also sprich aktueller Kurs, die Upside berechnet aus dem Fair Value von Investing Pro, jetzt hier in Dollarangaben, ne? Also wie viel Upside es aktuell gibt. Aktuell gibt es keine, ne? Laut den Fair Value Berechnungen $20 Downside bis zu einem Kursziel von 158. Da wäre es ja jetzt fair bewertet. Eine Aktie ist nie fair bewertet. Ne? Entweder ist sie überbewertet leicht oder stark überbewertet oder leicht unterbewertet oder stark unterbewertet. Das hat natürlich dann eben auch dementsprechend seine Gründe immer. Ist ja ein fließendes System. Ne? Also was soll man jetzt da großartig dazu sagen? Wir haben die 52-Wochen-Range, Market Cap, PE Ratio Forward, das aktuelle EPS, die EPS-Schätzungen und die EPS-Revisions, also wie viele Hoch- und Abstufungen gab es denn in den letzten 19 Tagen. Ne? Und da sieht man hier ein relativ ausgeglichenes Bild. Die PEG-Ratio, die Free Cashflow Yield, EV/EBITDA, Buchwert die Aktie, das Beta auf 5 Jahressicht, Umsatzprognose und die Einjahresveränderung, Dividendenrendite und Dividendenserie. Nvidia zahlt ja erst vor kurzem Dividende, und hier haben wir dann das nächste Earnings-Datum, das ist ja hier der 27. August. Hier bekommt er dann eine grafische Darstellung noch geliefert. Ja, also sprich hier die Balken, hat sich der Umsatz eben entwickelt. Dann haben wir hier einmal das EPS, die EPS-Entwicklung, dann die Analystenkursziele hier dementsprechend. Ne? Also hier ist ja der Durchschnitt, hier ist das höchste Kursziel, das niedrigste Kursziel, und dann seht ihr auch dementsprechend noch den Preisverlauf. Hier gibt es Teile von unserem Qualitätscheck, einmal das Growth Rating, das Rentabilitäts- oder Profitabilitätsrating und einmal das Cashflow Rating. Das schauen wir uns auch noch alles, also diese Scores, die schauen wir uns alle auch noch im Detail mal in einem anderen Video an. Hier seht ihr dann, wie diese Qualitätsscores dann eben auch dementsprechend berechnet worden sind. Das ist auch so eine Funktion, die ich liebend gern bei
Investing Pro benutze, weil es gibt ja viele Scores, aber jetzt hier bei Investing ist es eben so, okay, du kannst dann wirklich, wenn du sagst, du willst dir diesen Growth Score näher anschauen, dann kannst du reinzoomen und kannst auch sehen, welche Kennzahlen da dementsprechend drinnen sind. Ne? Und die werden dann gegenüber der Peer gebenchmarkt und das ist schon eine Funktion, wo ich sage, ja, die gibt es jetzt so in dieser Form noch nicht. Zumindest mit diesen Kennzahlen, die da drinnen sind. Ja. Also es gibt natürlich viele Scores, ja. Auch bei TraderFox gibt es ja diese Scores, ja. Da sind ein paar Kennzahlen aufgelistet, aber jetzt halt eben nicht so viele wie jetzt dementsprechend hier. Das ist die erste Funktion, die ziemlich gut ist. Das ist die Executive Summary. Also das ist auch ein bisschen out of the box. Das gibt es jetzt so noch nicht. Hier soll dann halt letztendlich beschrieben werden, was ist denn aktuell in der Firma eben los. Ne? Und das ist ziemlich aktuell, komprimiert in dieser Textform. Wie funktioniert es letztendlich? Investing bekommt ja das ganze Sell-Side Research, also das heißt Jefferies, Raymond James, Goldman Sachs und so weiter und so fort. Das wird alles genommen. Dann haben wir natürlich noch die ganzen offiziellen News, sei es von Reuters, von Investing selbst oder eben von der Investor Relations Seite von Nvidia. Dann kann man sich so vorstellen, das ist wie so stellt euch einen Trichter vor, ne? Das ist der Trichter, da kommen die ganzen Sell-Side Reports rein, da kommen die News rein, die Dinge von der Investor Relations Seite. Dann wird es alles ein bisschen durchgemischt und dann entsteht hier daraus diese Executive Summary. Die Berichte werden natürlich mit Hilfe von KI verfasst und sobald es dann steht, schaut dann bei Investing noch einer drüber, also der kuratiert es letztendlich, dass hier jetzt auch keine falsche Information in der Executive Summary dann auch drinnen steht. In der Vorbereitung auf das Video habe ich dann nur mal geguckt, ob es dann auch tatsächlich eben aktuell ist. Und wenn wir dann hier den Part rausnehmen, also alleine jetzt ja nur den Part, ne, dann sieht man schon hier, ne, Nvidia faces significant geopolitical risk, particularly in its recent suspension of H20 chip production for the Chinese market. Das ist ja erst letzte Woche eben passiert. Ne? Da hat ja Nvidia seine Zulieferer dann angewiesen, vorerst diese H20-Chip-Produktion vorläufig runterzufahren, ne? Aufgrund von Sicherheitsbedenken der chinesischen Regierung. Und das habt ihr hier eben direkt dann auch mit drinnen, diese Information. Ne? Also dass ihr sprich hier up-to-date dann auch dementsprechend seid. Ne? Wenn ihr dann die Pro-Version habt, dann könnt ihr euch das alles mal selbst dann eben dementsprechend durchlesen. Ja, dann hier auf der zweiten Seite, da geht es dann teilweise Bewertungen. Einmal die Marktkapitalisierung, die PE-Ratio, vorwärts gerechnet. Ne? Also hier haben wir es für 2025, hier Ending für 2026 und für 2027. Ne? EV Revenue, EV EBITDA, ne? Forward-Berechnungen für EV Free Cashflow gibt es jetzt hier nicht. Aber wenn ihr natürlich, also wenn ihr diese Kennzahlen dann haben wollt, dann geht ihr einfach auf die Investing Pro Plattform selbst, ne, also die Forward-Berechnungen, und dann könnt ihr diese Kennzahlen hier auch noch zusätzlich rausnehmen. Ne, wie gesagt, dieser Bericht ist dafür da, die Information komprimiert hier darzustellen. Die Analystenprojektionen, ne, also sprich die Forecast für 2025, ne, wie viel EPS letztendlich dabei rauskommen soll, und die Forward PE Ratio auf TTM-Basis und natürlich auch ganz wichtig, das ist ja auch immer so ein Ding, auch bei anderen Plattformen. Ja, wie viele Analysten haben denn letztendlich eine Schätzung abgegeben? Ich meine, manche machen es da, ich sehe da teilweise Projektionen bis 2030, aber auf welcher Grundlage basieren denn diese Schätzungen? Ne, also wenn ich jetzt allein bei uns schaue, ne, und wir bekommen ja auch die Daten von FactSet, Morningstar, und S&P Global. Und Fakt ist eben auch, die meisten Plattformen benutzen eigentlich die gleiche Rohdatengrundlage. Ja, und wenn ich dann aber so Schätzungen für 2027, 2028 oder sowas sehe, wir können uns das ja hier mal kurz anschauen, wenn ich hier auf Earnings gehe, ja, dann haben wir hier Analystenprognosen zu Umsatz und EPS. Ich habe das noch auf Slotty stehen wegen dieser polnischen Aktie, sorry.
Und wenn wir dann hier rüber scrollen, dann sieht man hier schon, ja, also 4 Schätzungen kann ich mir ja noch in irgendeiner Form eingeben lassen. Bei 3 Schätzungen wird es mir dann echt ein bisschen zu dünn alles. Und eine Schätzung, ja, also weiß ich nicht, ne? Also dann verlässt man sich letztendlich nur auf einen Schätzer. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr wirklich aussagekräftig. Also das würde ich immer grundsätzlich hinterfragen, wenn ihr so längerfristige Projektionen dann auch seht. Damit unser kleiner Kanal schnell weiter wachsen kann, freuen wir uns über einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, tollen Kommentaren und vielleicht sogar Nutzung des Thanks-Buttons. Herzlichen Dank an euch. Gut, gehen wir weiter. Hier habt ihr noch Latest Ratings, also von den entsprechenden Sell-Side-Analysten und einen EPS Revision Chart. Den habt ihr aber auch hier eben in Investing Pro. Wie gesagt, diese Berichte sind dafür da, die Informationen komprimiert darzustellen. Das finde ich noch ganz gut. LTM bedeutet Last 12 Months. Ne? Also wie hat Nvidia was hat Nvidia in den letzten 12 Monaten dann auch dementsprechend verdient. Hier seht ihr die Segmentaufteilung, ne? Einmal Automotive, Data Center ist ja mittlerweile der größte Bereich. Ne? Früher war das Gaming. Ne? Jetzt haben wir hier 12,5 Milliarden bei Gaming nur noch, oder was heißt nur noch, ne? Aber im Vergleich zu Data Center ist es halt ja, fast nichts. OEM and Others und Pro Visualizations. Und dann könnt ihr euch letztendlich, seht ihr halt letztendlich den Verlauf, ne? Der Umsatz und dann die Zusammensetzung, das ist der Umsatz, Cost of Goods, ne? Dann habt ihr hier Gross Profit, R&D, also Forschung, Verwaltungskosten und so weiter und so fort und was dann letztendlich in Net Profit übrig bleibt und Income Tax. Hier habt ihr dann auch noch das Statement von den letzten 12 Monaten, Balance Sheet und Cashflow Statement, aber das habt ihr auch alles hier. Ne? Wenn ihr es schöner noch dargestellt haben möchtet und wesentlich ausführlicher, dann habt ihr das auch hier in Investing Pro. Könnt ihr euch das alles angucken. Dann hier das gleiche Schaubild für die Q2-Zahlen, ne? Also runter gesplittet auf die Quartalszahlen und eben auch hier nochmal das. Und das ist eben der Part, wo ich sage, okay, das ist mein Lieblingsfeature an diesen Berichten, weil ich hier, das ist das gleiche Prinzip wie bei der Executive Summary, ne? Also wie die sich hier zusammensetzen, diese Bull Case, auch wieder von der Sell-Side. Und dann wird hier draus eben dieser Bull Case erstellt, also was ist positiv, ne? Und was ist gegebenenfalls negativ. Und dann habe ich hier eben schon mal auf einen Blick bekomme ich meinen dementsprechenden Kontext. Was ist denn wirklich fundamental mit der Aktie jetzt aktuell los? Was könnte gegebenenfalls Upside auslösen und worauf muss ich dann eben dementsprechend aufpassen? Wie ich die einzelnen Punkte dann eben einordne, ja, das bleibt natürlich mir überlassen. Ne? Also wir sind ja alle freidenkende Menschen. Ne? Natürlich, der eine könnte jetzt das Negative vielleicht als positiv interpretieren. Ne, aber trotzdem, also grundsätzlich sortiert Bull Case positiv, Bear Case negativ und hier habt ihr dann noch zusätzliche Takeaways von der Sell Side, zumindest die wichtigsten, die erwähnt worden sind. Dann geht es hier gleich weiter. Ist auch ein toller Bereich mit der SWOT-Analyse. Ich glaube, das kennen wir viele, oder aus dem Studium kennen wir das, ne? Zumindest BWL-Studium, SWOT-Analyse, ne? Stärke, Schwäche, Gelegenheiten und gegebenenfalls Bedrohungen. Ne? Alles komprimiert dargestellt und das könnt ihr dann auch für euer weitergehendes Research dann dementsprechend auch nutzen. Hier haben wir dann noch die Pro-Tipps. Ja, das sind ja so kurze Texthinweise und dahinter stehen dann auch dementsprechende Kennzahlen. Ne? Also jetzt beispielsweise hier, das wird ja dann eben von Investing Pro wird es dann auch erstellt. Das habt ihr hier auch. Ne? Also wenn ihr hier in die Übersicht reingeht und ein bisschen runter scrollt, dann habt ihr hier eure Pro-Tipps. Ne? Das wird halt hier in dem Bericht nochmal aufgelistet. Ne? Also sprich, Analysts anticipate sales growth in the current year, also wird definitiv ein Umsatzwachstum von der Sell-Side für dieses Jahr erwartet. Ne? Das dahinter steht Trading at low PE Ratio relative to near-term Earnings Growth, dahinter wird die PEG Ratio stehen. Ne? Und das könnt ihr, also wenn ihr dann in Investing Pro selber seid und
hier, Analysten erwarten eine Umsatzsteigerung in diesem Jahr, dann könnt ihr hier draufklicken. Ne? Dann bekommt er hier ein paar Informationen geliefert und hier wird eine Peer Group dann eben dementsprechend aufgemacht. Und der Peer-Durchschnitt, der liegt jetzt hier bei 34,2 und die Umsatzprognose von Nvidia oder die Erwartungen der Sell-Side für Nvidia sind 53,3, also ist wesentlich höher als bei den Peers. Also verdient diese Aktie auch dementsprechend einen Bewertungsaufschlag. Ja, und das gleiche gilt auch hier für die rechte Seite. Ne? Hier habt ihr die Bärenköpfe, das soll wieder negativ sein. Den Part benutze ich persönlich jetzt nicht so. Ganz einfach, weil ich mir das lieber direkt auf dem Chart eben anschaue, ne, wofür man es nutzen kann. Man kann sich hier die dementsprechenden Renditen angucken. Man kann natürlich diese Technical Summary, die Investing hier macht, die wird ja gesourced aus Moving Averages und technischen Indikatoren. Ne, und daraus ergibt sich dann dementsprechend das Stimmungsbild. Kann man zusätzlich als Entscheidungskriterium hinzuziehen, aber ich bevorzuge es dann schon, wenn ich sage, okay, ich möchte einsteigen oder für meinen Ausstieg oder für meine Stopp-Platzierungen, dann möchte ich das schon direkt auf dem Chart sehen, ne? Also visuell. Aber natürlich, die Box an sich kann man natürlich als zusätzliches Kriterium hinzuziehen oder als Bestätigung für dessen, was ihr jetzt gerade in dem Chart letztendlich seht. Hier bekommt er dann noch dementsprechende Peers, also Peer-Daten noch mit dazu geliefert. Ne, Market und hier ein paar Renditen im Vergleich, Wachstumsmetriken, ne, jetzt hier Nvidia, Broadcom und legt mich jetzt nicht fest, was MPWR ist. Ich glaube, das ist Monolith Power, oder? Ja, Monolith Power Systems, okay. Ja. Ja, ist natürlich schwierig, jetzt hier eine echte Peer zu finden. Ne? Also ihr könnt natürlich hier in Investing Pro selber sagen, wenn ihr Broadcom, die stellen ja die ASCII-Chips her, jetzt nicht unbedingt als Peer Group seht, dann könnt ihr die Aktie dann dementsprechend auch austauschen. Und zwar anstelle von Broadcom nehmt ihr dann halt beispielsweise AMD oder anstelle von Monolith Power nehmt ihr dann AMD. Ne? Also das ist jetzt, ja, jetzt haben sie halt hier in dem Bericht haben sie die zwei, aber okay. Gut ist auch, ihr bekommt hier aus dem letzten Earnings Call, bekommt ihr die positiven Punkte kurz und knapp geliefert und dann auch die bearischen Punkte geliefert. Ne, und dann hier auch wieder darauf achten, okay, wann war denn das letzte Mal, dass dieser Bericht eben aktualisiert worden ist. Ne, das ist insbesondere auch wichtig für diesen Earnings Call und das war hier am 28.05. und das sollte passen, da müsste Nvidia eben das letzte Mal seine Quartalszahlen veröffentlicht haben, sorry. Q&A Highlights, ne? Also sprich, was waren so die Highlights, was die Sell-Side gefragt hatte und Misses, ne? Habt ihr hier dann auch noch dementsprechend aufgelistet. Ne? Auf Seite 9 geht es dann weiter mit den aktuell wichtigsten News, die zu Nvidia veröffentlicht worden sind. Da bekommt ihr dann auch eine Einordnung, was war wichtig. Ne? 9 von 10, also sehr wichtig. 8 von 10, auch noch sehr wichtig. Ne? Und auch noch eine Einschätzung, okay, wie ist denn die News letztendlich zu interpretieren? Jetzt hier neutral, hier auch neutral. Das wäre jetzt eben beispielsweise negativ. Das ist ja eben erst passiert. Ne? Nvidia suspends H20 Chip Production for China Market. Ob das jetzt nachhaltig negativ ist, höchstwahrscheinlich eben nicht, aber es hat halt einen negativen Touch. Ne? Und irgendwie müssen wir es ja eben labeln. Ne? Also nur weil hier negativ steht, bedeutet das nicht, dass es super bearish oder dergleichen ist. Ne? Also das nie überinterpretieren. Ne? Und ja, hier gibt es noch weitere News und am Ende gibt es dann eben noch den Disclaimer. Ja, aber das sind letztendlich die 10-seitigen Berichte und die gibt es, wie gesagt, für 1400 US-Aktien. Und geplant ist, dass man das dann auch zukünftig erstmal für europäische Aktien macht und weiterführen dann wahrscheinlich auch noch weiter dann eben entsprechend ausrollt. Ne? Aber nützlich sind vor allem diese Executive Summary, wie ich finde, nützlich
ist auch, okay, ihr könnt diese Segmentdaten hernehmen. Problem ist, ja, okay, ihr seht halt letztendlich jetzt hier nur die Q2-Zahlen, also ihr könnt nicht in die History oder dergleichen gehen, ne, weil letztendlich will ich ja dann eben auch zum Beispiel in dem Chart sehen, okay, wie hat sich die Data Center Revenue über die Zeit dann eben entwickelt. Das kann ich jetzt hier eben leider noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass Investing dann auch zukünftig die Segmentdaten auf Investing Pro dann selbst einbettet, damit man das dann auch dementsprechend nutzen kann. Ne? Das ist jetzt so eine Downside, die ich ja mal zumindest ausmachen würde. Super auch Bull- und Bear-Case, ganz einfach Kontext herzustellen, ohne dass ich jetzt großartig im Internet mir die einzelnen Informationen zusammensuchen müsste. Ne, so kann ich sagen, okay, expanding AI adoption across industry could drive significant growth for Nvidia. Okay, gut, habe ich schon einen Anknüpfpunkt, kann ich direkt gehende Research dann eben machen, kann ich im Internet schauen, okay, Market Size, KI-Chips, Prognose bis 2030 oder sowas. Ja, also, ne, klar. Aber ihr habt hier eben schon mal Anknüpfpunkte, wo ihr ansetzen könnt. Ne? Also diese Arbeit fällt dann letztendlich weg. Und eben auch dieser SWOT-Bereich, der ist super hilfreich. Und eben die Highlights aus dem Earnings Call. Ihr wisst ja danach, in der Regel, wenn ihr da so Transkripte dann auch veröffentlicht, ne, das ist jetzt hier, das wird dann halt dementsprechend komprimierend dargestellt und ihr müsst dann nicht großartig noch weiter suchen. Genau, das würde ich jetzt einmal sagen, das war's dann im heutigen Video. Danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Äh, Hinterlasst mir einen Kommentar. Ich antworte dann auch wirklich auf jeden Kommentar, den ihr unten aufs Video gebt. Wenn ihr Fragen an mich persönlich habt, ne, oder auch Fragen rund Investing Pro und die möchtet ihr nicht öffentlich posten, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, robert.z@investing.com. Ne, ich versuche dann auch zeitnah zu antworten, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Bin auch ich, ist kein Chatbot dahinter oder dergleichen. Also von daher, ja, also darauf könnt ihr euch definitiv verlassen. Und ja, wenn ihr dann letztendlich sagt, okay, ihr habt Interesse an Investing Pro, ihr möchtet ja euer Research letztendlich streamlinen, dann bekommt ihr natürlich über den Link, der in der Beschreibung hängt, bei der Nicola, bekommt ihr zusätzlich zu der Rabattaktion, die wir auf investing.com selbst immer fahren, bekommt ihr grundsätzlich immer 15% on top. Ja, und dazu klickt da einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Dann kommt er auf eine Landingpage. Kann sein, dass es schon die ist. Also das ist jetzt eine relativ neue Landingpage, die wir erstellt haben. Kann aber auch sein, dass es noch eine ältere Version ist. Ne? Wir öffnen das langsam für ein größeres Publikum, also nicht wundern. Aber das ist jetzt aktuell die neue Landingpage. Da könnt ihr auch dann nochmal sehen, okay, welche Features gibt es denn hier letztendlich. Ne? Also hier die Pro-Picks nochmal, die Portfolios der Star-Investoren, dann hier eben diese Fair Value und diese Fair Value Listen, Verin AI, Aktienscreener und so weiter und so fort. Hier könnt ihr euch auch noch zum Beispiel ein Video vom Andreas anschauen, der beschäftigt ja sich vielfach mit Elliott-Wellen und ja, noch ein bisschen Erklärung so. Also die neue Landingpage, muss ich schon sagen, die finde ich persönlich ziemlich gelungen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Und ja, so könnt ihr euch hier auf jeden Fall durchklicken und dann kommt ihr hier letztendlich zur Auswahl des Plans, einmal Pro und einmal Pro Plus. Diese Pro Research Berichte sind noch in der Pro-Version. Ich habe aber eben schon gehört bei Investing, dass geplant wird, dass zumindest Teile davon, also ich sage, am Ende des Monats wird es dann halt eben so sein, wenn man sagt, okay, man hat Pro, dann kann man vielleicht künftig nur noch 50 Berichte pro Monat oder dergleichen aufrufen und in der Pro Plus Version unendlich viele oder 500 Berichte, weiß ich jetzt ja nicht, ne? Aber ich habe es zumindest gehört, also kann sein, dass das kommt. Aktuell gibt es auf jeden Fall bei der Pro-Version, könnt ihr so viele Berichte aufrufen, wie ihr möchtet. Aber nur das mal im Hinterkopf haben, kann passieren, dass sich da mal irgendwann was ändert. Und ja, aber aktuell gibt es auf jeden Fall diese Pro-Research-Berichte noch in der Pro-Version. Und bei der Pro Plus Version Unterschiede hier sind natürlich vor allem,
500 Anfragen bei Vern AI. Währenddessen haben wir ja hier nur 15. Und bei Pro Plus habt ihr natürlich Zugang zu allen ProPix KI-Strategien. Ihr könnt euch die Bilanzen dementsprechend ausführlich anschauen mit Finanzdaten der letzten 10 Jahre. Das gibt es jetzt hier bei der Pro-Version eben nicht. Also ich sage mal, wer einmal im Monat sein Portfolio überprüft, der ist absolut okay damit, dass man hier sagt, okay, ich nehme die Pro-Version. Wer es natürlich exzessiver betreibt und regelmäßig dann auch sich mit dem Thema Aktienanlage, Aktienanalyse und so weiter beschäftigt, der soll dann tatsächlich auch zu Pro Plus wechseln. Also ich persönlich, also ja, weil ich ja täglich damit mich eben beschäftige, also ich würde wirklich nur Pro Plus nehmen. Auch ganz einfach, weil ihr dementsprechend viel mehr Kennzahlen hier zur Verfügung habt. Ne? Also 1200 Stück, währenddessen es hier Zugang zu über 100 Kennzahlen, ich glaube 120, 130 Kennzahlen gibt. Also gibt schon große Unterschiede. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich jetzt nur für Pro-Research-Berichte und ich möchte 6 KI-Strategien aus den USA möchte ich sehen und möchte ab und an mal Vern AI fragen, okay, werte meine Watchlist oder dergleichen aus, der ist auch gut bedient damit, einfach zu sagen, ich nehme die Pro-Version. So, und über der Nikola ihren Link, ne, da hängt ja auch ein Coupon dahinter. Ne, also sofern ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr klickt heute auf den Nikola ihren Link und morgen entscheidet ihr euch erst zum Kauf oder dergleichen, dann müsst ihr auch wissen, okay, da hängt ein Coupon dahinter. Wenn ihr auf den Link von der Nikola klickt, dann ist er automatisch dran. Wenn ihr über Investing, also ihr seid auf der Investing-Seite am nächsten Tag und ihr klickt dann auf Kaufen oder dergleichen, dann diese 15% zusätzlich zu bekommen, müsst ihr eben den Coupon-Code wissen. Und der ist relativ simpel, der ist ja Nikola und den könnt ihr dann auch hier entsprechend eingeben. Das ist dann der letzte Schritt. Hier wählt ihr nochmal aus, Jahrespaket oder Zweijahrespaket, da ist noch ein bisschen günstiger. Und da könnt ihr dann separat den Rabattcode noch eingeben. Hier in dem Fall Nikola Eingabe und dann wird es hier angewandt. Dann passt sich der Preis automatisch an, noch Geschäftsbedingungen akzeptieren und ja, dann letztendlich den Kauf abschließen. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.